Was ist besser? Mann oder Maschine? Stichsäge oder Blechknabberer? Womit lässt sich die Außenhaut des Campers besser durchtrennen? Und wie baut man am besten Fenster in einen Kastenwagen ein? Das werden wir im heutigen Video herausfinden. Hi, wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier. In den letzten 4 Jahren haben wir mit unserem Kastenwagen von der Stange weit über 40 Länder bereist. Sowohl im heimischen Europa als auch im fernen Asien. Und jetzt bauen wir uns einen neuen Camper aus. Ein Citroen Jumper Kastenwagen mit Superhochdach. Der soll heute gleich 4 Seitenfenster bekommen. Wie wir dabei vorgehen, was es zu beachten gibt und ob wir mit dem Ergebnis zufrieden sind, das zeigen wir euch im heutigen Video. Los geht's! Heute bringen wir Licht ins Dunkle. Es stehen gleich 4 Fenster bereit, die wir heute alle in unseren Van einbauen wollen. Es wird nämlich wirklich Zeit, dass wir hier mal ein bisschen Licht von außen in den Van reinlassen. Wir haben uns für Carbest Fenster entschieden, genauer gesagt für die Carbest Komfort. Eigentlich hatten wir am Anfang mit dem Gedanken gespielt, hier die gleichen Fenster zu verbauen, die auch in unserem Knausy ab Werk verbaut waren. Das sind die S7P Rahmenfenster von Dometic und die gefallen uns optisch einfach super, aber die sind wirklich schweineteuer. Ein vernünftig großes Fenster für die Schiebetür zum Beispiel kostet da gerne mal 600 € und mehr pro Stück. Und da ist dann noch kein Innenrahmen, kein Montageset, kein Verdunklungs- und Fliegenrollo mit dabei. Das kommt alles noch on top. Und in ungetönt sind die eigentlich auch nicht zu bekommen, was uns aber ziemlich wichtig ist, da wir eben dann auch möglichst viel Licht reinlassen wollen. Wir haben dann viel recherchiert und uns letztlich für die Komfortfenster von Carbest entschieden, nachdem wir die in Düsseldorf auf dem Caravansalon auf dem Stand von Raimo gesehen hatten und da auch live ausprobieren konnten. Das sind auch flächenbündige Fenster mit einem Rahmen aus Aluminium. Die sind auch doppelt verglast mit schönen abgerundeten Ecken. Die haben auch stufenlose Aufsteller und ja, die machen insgesamt einfach einen sehr wertigen, sehr guten Eindruck auf uns. Sie kosten aber deutlich weniger, nämlich ungefähr die Hälfte von den Dometic-Fenstern. Ob man den Unterschied am Ende sieht, das werden wir jetzt herausfinden. Und damit genug der Vorrede, würde ich sagen. Lasst uns Löcher in den Van machen und schauen, ob wir die Teile eingebaut bekommen. Los geht's! So, der erste Schritt ist es, diese Flatterholme hier zu entfernen. Das sind diese Verstärkungen im Blech. Die sind dafür da, dass die großen Paneele der Außenhaut des Fahrzeugs, dass die nicht so schwingen, nicht so vibrieren während der Fahrt. Wenn man hier ein Fenster einbaut, braucht man die nicht, weil dann ist ja hier sowieso kein Blech. Und sowieso wäre dieses Teil im Weg. Daher flexen wir die jetzt mal raus. Und jetzt basteln wir uns eine Schablone, um den Fensterausschnitt gleich hoffentlich möglichst genau zu machen und um uns die Positionsbestimmung ein bisschen einfacher zu machen.
Hier soll das Fenster jetzt also hin. Wir haben die Schablone erst von innen angehalten, um sicherzugehen, dass wir uns da zwischen den tragenden Holmen befinden. Dann haben wir ein Referenzloch gebohrt, um die Position von innen nach außen zu übertragen. Denn sägen werden wir jetzt hier gleich von außen, da die Holme da für innen einfach im Weg wären. Und dann haben wir von außen versucht sicherzustellen, dass die Schablone ja in der horizontalen auch wirklich waagerecht ausgerichtet ist. Dazu haben wir jetzt keine Wasserwaage oder irgendwas genommen, sondern die Kante hier oben im Blech. Denn das Fahrzeug an sich, das könnte ja irgendwie ein bisschen schräg stehen. Und sowieso denke ich, dass diese Linie im Van ja sowieso die entscheidende, optisch entscheidende Flucht ist, damit das Fenster am Ende eben auch gerade aussieht. Ich hoffe, dass wir richtig gemessen haben. Ich hoffe, das Fenster passt gleich. Lass uns ein Loch in den Van machen, würde ich sagen. Da haben wir also wieder ein großes Loch im Van. Also ja, es wird mit jedem neuen Loch, was man zusätzlich macht, entspannter und entspannter, aber so komplett stressfrei ist es dann vorher doch definitiv noch immer nicht. Ich würde sagen, wir halten das Fenster mal an und gucken, ob es auch wirklich passt. Okay, ne? Das sieht gut aus, würde ich sagen. Also sieht so aus, als hätten wir richtig gemessen und auch richtig gesägt. Das bedeutet, wir können uns jetzt um den Innenrahmen kümmern. Während Dirk das macht, entgrate ich hier noch die Schnittkanten und trage ein bisschen Rostschutzlack auf. Wir bauen uns jetzt aus diesen Leisten hier einen Rahmen, der von innen um den Ausschnitt herum festgeklebt wird und an dem wird dann das Fenster letztlich befestigt. Ich habe jetzt direkt zwei Rahmen gebaut. Den einen, den kleben wir gleich innen fest mit Decalin MS5. Daran schrauben wir dann eben das Fenster und auch das Innenrollo später fest. Den anderen Rahmen setzen wir währenddessen von außen dagegen, um eine gleichmäßige Druckverteilung zu erreichen. Denn das Blech vom Fahrzeug, die Außenwand, die ist leicht gebogen. Das Fenster wiederum, das ist gerade. Das heißt, wir müssen das Blech vor der Montage entsprechend ein bisschen gerade ziehen. Denn sonst wird das Fenster später entweder nicht dicht, weil es eben nicht vollflächig gleichmäßig auf dem gebogenen Blech aufliegen kann. Oder, genauso schlimm, das Fenster könnte sich verziehen, weil es sich eben beim Festschrauben versucht, an das Blech anzugleichen. Das wollen wir natürlich beides vermeiden. Daher ziehen wir das Blech eben jetzt ein bisschen gerade. Dafür nehmen wir dann ein paar Schraubzwingen, Einhandzwingen und pressen das Blech an diesen Innenrahmen fest, solange der Kleber dazwischen trocknet. Und um dabei eben keine punktuelle Belastung, sondern einen möglichst gleichmäßigen, flächigen Druck über die gesamte Fläche auszuüben, setzen wir eben von außen auch einen Holzrahmen dazwischen, weil sonst hast du die Gefahr, dass das Blech Wellen wirft und das wollen wir natürlich nicht. Wir sind sehr gespannt, wie gut das funktioniert, denn wir haben das auch noch nie gemacht, aber
man lernt ja mit seinen Aufgaben, ne? Das Ergebnis, das wir erzielen wollen. Ein schöner Blick durchs Fenster nach draußen. Noch sind wir nicht so weit, denn der Kleber muss jetzt erstmal ein paar Stunden trocknen, bevor wir weiterarbeiten können. Das ist aber die perfekte Gelegenheit, uns ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Und wie geht das besser als mit Lesen? Einerseits natürlich zur Entspannung, momentan während des Van-Ausbaus, dann aber doch meistens eher als Informationsquelle oder auch als Inspirationsquelle für den Ausbau. Und eine Quelle, über die wir das ganz besonders gerne machen, ist Readly. Readly ist eine App und Webseite, mit der man Zugriff auf über 7000 Magazine und Zeitungen hat. Darunter sind auch ganz viele der bekannten Reisemobilzeitschriften, was natürlich perfekt ist, um sich zum Beispiel anzuschauen, was es so an Neuigkeiten gibt oder welche Dieselheizung, welcher Fahrradträger oder auch welche Kühlbox am besten in den Tests abgeschnitten hat. Sowas lesen wir echt super gerne. Zum Beispiel hier in der Promobil, von der man nicht nur auf die jeweils aktuellste Ausgabe zugreifen kann, sondern auch auf ganz viele Ausgaben aus den letzten Monaten und Jahren. Das finden wir auch deshalb super, weil man dadurch zum Beispiel super viele Reiseberichte oder Tourempfehlungen finden und sich abspeichern kann, die man dann übrigens auch offline lesen kann. Aber es gibt natürlich nicht nur Reisemobilzeitschriften. Readly ist wirklich ein Fenster in so viele unterschiedliche Bereiche. Es gibt Klatsch- und Tratsch-Magazine, unterschiedliche Zeitungen sind inkludiert, National Geographic, das Time Magazine und. Und ich finde es übrigens am besten, dass es bei Readly auch die Zeitschrift Tina gibt. Denn ich kann von Tina wirklich nie genug bekommen. Ja, genau. Wenn auch ihr Readly mal ausprobieren wollt, dann klickt auf unseren Link unten in der Videobeschreibung, denn darüber könnt ihr Readly gerade einen ganzen Monat lang für nur 99 Cent testen. Sollte euch die Plattform wieder erwarten nicht überzeugen, kann Readly aber jederzeit auch einfach wieder gekündigt werden. Und ich werde jetzt noch ein bisschen lesen und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn der Kleber getrocknet ist und wir die Fenster einsetzen können. So, weiter geht's. Der Kleber hat jetzt gut 40 Stunden Zeit, um auszuhärten. Das sollte selbst bei diesen aktuell kalten Temperaturen ausreichen. Wir haben extra gestern ausgesessen, um dem Kleber ein bisschen mehr Zeit zu geben. Wir haben übrigens vorgestern Abend doch noch fix den Ausschnitt in die Schiebetür gemacht und da den Rahmen eingeklebt, damit der Kleber eben auch hier lange genug Zeit hatte, um trocknen zu können. Den obersten lassen wir noch kurz dran. Die Innenrahmen, die halten wirklich bombenfest. Das sieht sehr gut aus. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch Dichtmittel auftragen und dann können wir das Fenster auch schon einsetzen. Wir werden dafür wieder Dekasil 8936 nehmen. Das eignet sich perfekt, weil das dicht hält, weil es dauerhaft elastisch bleibt, also nie komplett aushärten wird und weil man das überschüssige Material, das hier gleich auf jeden Fall an den Seiten rausquillen wird, später dann einfach abtupfen kann. Wollen wir mal.
sieht super aus. Es hat alles gepasst und wir haben scheinbar auch genug Dichtmittel aufgetragen. Also wahrscheinlich sogar ein bisschen zu viel, weil es überall schön rausquillt. Das lassen wir jetzt ein paar Stunden erstmal in Ruhe. Und wenn sich das ein bisschen gesetzt hat, dann tupfen wir das überschüssige Material ab. Heute ist mein Glückstag. Ich darf wieder mal eine Schutzfolie abziehen und nachher ja noch 3 Stück, wenn die anderen Fenster auch drin sind. Der ein oder andere dürfte es aus unseren vorangegangenen Videos vielleicht wissen. Ich liebe es, Schutzfolien von neuen Produkten abzuziehen. Also nicht so sehr das Abziehen an sich, mehr die Tatsache, dass die Sachen darunter immer noch so brandneu und sauber aussehen. Das mag ich sehr gerne. Hier könnte man ja denken, dass es eigentlich Sinn machen würde, die Schutzfolie noch drauf zu lassen auf den Fenstern, da wir hier ja überall noch rumwerkeln und es wäre einfach ja, ein bisschen zusätzlicher Schutz, der hier dann noch drauf wäre. Das wäre nicht verkehrt, aber da der Van die meiste Zeit draußen steht, müssen die runter, denn sonst würde die UV-Strahlung der Sonne dafür sorgen, dass die Folie auf dem Acrylglas der Fenster festbackt oder ja, zumindest dauerhafte Schlieren hinterlässt. Das wollen wir nicht. Daher so, jetzt haben wir aber noch gar nicht geklärt, was besser ist, die Stichsäge oder ein Blechknabberer. Ich habe bisher für alle Ausschnitte immer eine Stichsäge genommen, aber da uns in den letzten Wochen jetzt immer wieder Leute geschrieben haben, dass wir dafür doch viel besser so einen Knabberer hier nehmen sollen, haben wir uns jetzt einfach mal einen gekauft. Keinen teuren von Makita Bosch oder sonst irgendwie sowas, sondern einen für 55 € von Parkside, also von Lidl. Und hier machen wir jetzt mal den Vergleich. Den Ausschnitt auf der einen Seite der Hecktür machen wir mit der Stichsäge, den Ausschnitt auf der anderen Hecktür machen wir mit dem Blechknabberer. Ach komm, wir nehmen einfach direkt den Blechknabberer. Stichsäge kennt jeder. Nur bevor ich an die teure Tür vom Van gehe, mache ich einmal vorab einen Probeschnitt hier auf diesem alten Blech, das wir vorgestern rausgesägt haben. Gucken wir mal, oder? Ganz ehrlich, das funktioniert richtig gut. Man kommt ja, sehr einfach durchs Blech. Man kann total einfach ganz enge Radien machen. Die Schnittkante, die ist im Vergleich zur Stichsäge super sauber, muss schon fast gar nicht mehr entgratet werden. Und also die Späne, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, das ist schon eine ordentliche Sauerei, aber die Späne ist nicht heiß und dadurch, dass sie so groß sind, kann man die auch viel besser irgendwie zusammenfegen oder aufsaugen im Vergleich zur Stichsäge, wo das ja überall irgendwie ja, hin verstaubt. Das ist gut. Ja, das Einzige vielleicht, hier beim Blechknabberer muss man dann jetzt doch ein ziemlich großes Loch vorher reinbohren, damit dieser ganze Kopf hier reinpasst,
weil der ist eben doch deutlich größer als so ein Stichsägeblatt. Aber ich meine, das kann man verkraften. Ja, für den ersten Versuch hat das, finde ich, ganz gut funktioniert. Also da ist definitiv noch viel Luft nach oben, noch viel Verbesserungspotenzial, gerade was so die geraden Linien angeht oder der gleichmäßig geschwungenen Kurven. Aber ja, wir haben gerade schon Probe gehalten, das Fenster passt. Also was will man mehr? Ich übe direkt weiter, Fenster Nummer 2. Das geht viel besser ab. Noch ein Vorteil, Kreppband lässt sich viel leichter wieder entfernen, weil ich schätze, weil hier einfach nicht so eine Temperatur reingebracht wurde. Das war bei den großen Fenstern echt ein anderer Schnack. So, wir setzen jetzt die 3 übrigen Fenster noch ein, aber wie das geht, haben wir euch ja jetzt schon mal von vorne bis hinten gezeigt. Da braucht ihr uns jetzt also nicht noch 3-mal bei zugucken. Das machen wir jetzt ohne euch. Es sei denn, es geht noch irgendwas schief, dann melden wir uns noch mal, dann schalten wir noch mal rein. Aber ansonsten sehen wir uns wieder, wenn alle Fenster eingebaut sind, damit wir uns das Endergebnis noch anschauen können. Ach, wie schön. Endlich haben wir Fenster im Van. Das macht einen riesigen Unterschied. Er sieht von außen einfach direkt deutlich mehr aus wie ein Campervan. Wir finden es richtig, richtig schick. Wir sind sehr happy mit dem Ergebnis. Wir müssen jetzt nur noch das überschüssige Dichtmittel abtupfen. Das machen wir allerdings erst, wenn ein bisschen mehr Zeit vergangen ist. Dann ist es nämlich einfacher. Dazu drückt man dann rundherum das Dichtmittel mit einer Karte einmal ein, um eine Sollbruchstelle zu erzeugen. Dann fängt man einfach an einer Stelle an, das Zeug abzuknibbeln. Und wenn der Anfang gemacht ist, dann kann man das Dekasil einfach mit sich selbst abzupfen oder abziehen. Es bleibt eben an sich selbst kleben und dadurch, dass man vorher diese Sollbruchstelle reingedrückt hat, zieht man das Dichtmittel dann auch nicht zwischen Fenster und Wand wieder raus. Das ist nämlich wichtig, denn an den guten Stellen soll es natürlich weiterhin da bleiben und seinen Dienst verrichten. Also fassen wir zusammen. Erstens, die Fenster, die Carbest Komfort, die sind echt super bis hierhin. Ja, können wir sie definitiv empfehlen. Über die Langzeiterfahrung werden wir dann berichten, wenn es was zu berichten gibt. Folgt uns dafür sehr, sehr gerne bei Instagram und natürlich auch hier bei YouTube, wenn ihr das mögt. Ja. Zweitens, vielen Dank an Raimo für die tolle Beratung und für die schnelle Lieferung. Checkt den Raimo Store aus, wenn ihr gerade einen Camper ausbaut oder auch wenn ihr generell irgendwas rund ums Thema Camper braucht. Wir haben gefühlt noch nie einen Online-Shop mit so vielen Artikeln gesehen. Drittens, beim Wettstreit Stichsäge gegen Blechknabberer hat der Blechknabberer aus meiner Sicht gewonnen. Knapp, aber er hat gewonnen, definitiv. Braucht man unbedingt einen? Nein, definitiv nicht. Die Stichsäge ist und bleibt das altbewährte Hausmittel. Nehmt also einfach das, was ihr da habt, würde ich sagen. Und zuletzt, checkt Readly über den Link unten in der Videobeschreibung aus. Der Winter kommt. Das ist die perfekte Zeit, in Zeitschriften und Magazine abzutauchen. Und damit machen wir Schluss, würde ich sagen, oder?
Ja, ich glaube, es ist alles gesagt. Wir hoffen, ihr konntet die ein oder andere nützliche Info mitnehmen. Falls ja, drückt unten auf den Daumen hoch und abonniert natürlich auch gerne unseren Kanal. Wir nähern uns jetzt langsam, aber sicher dem Innenausbau. Wir können es kaum erwarten, damit bald loszulegen. Am liebsten würden wir so Dinge wie die Dämmung einfach überspringen und direkt damit anfangen, Möbel einzubauen. Ja. Ja, aber gut, mühsam nährt sich das Eichhörnchen, ne? Ja, apropos ernähren, wir ernähren uns jetzt auch. Ich habe nämlich Hunger. Ja. Euch sagen wir noch vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund und habt einen hoffentlich wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ein großes Danke, you. Better you. Meinst du, hier passt der Fenster rein? Ja. Now that's a big fucking goal. Jetzt habe ich natürlich direkt Fettfinger drauf gemacht.